schlägt 12 Volt Milwaukee wirklich 18 Volt Festool. Das Ergebnis ist viel krasser, als ihr euch vorstellen könnt. Denn Milwaukee hat einen neuen Exzenterschleifer rausgebracht. 12 Volt, 150 mm, 5 mm Schleifhub. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen wirklich alle mal vergleichen. Wir haben Bosch, wir haben Flex, wir haben Festool, wir haben Milwaukee. Und das Ergebnis wird euch aus den Latschen hauen. Und das ist komplett anders, als ich gedacht hätte. Normalerweise würde ich ja sagen, ey, das sind Exzenterschleifer, was sollen die sich groß unterscheiden? Und wir haben hier 4 Geräte mit Akku, wir haben 4 Geräte mit 150 mm und wenn wir ehrlich sind, ist das schon alles, wo sie sich sogar ähneln. Deswegen müssen wir uns die echt mal anschauen. Aber bevor wir anfangen, welche Geräte haben wir hier eigentlich? Wir fangen an mit Flex ORE 5-150 18-EC10. Dann haben wir den Milwaukee M12 FRO-S5, den Bosch GEX 18V 150-3 und den Festool ETCS 250. Ihr kennt es, jetzt folgt das Thema Preis und deswegen sind sie auch schon wieder sortiert. Bei Flex haben wir einen Preis von 210 €, hier haben wir 270 € jeweils und dann haben wir Festool mit 420 €. Und ehrlicherweise ist auch ziemlich krass, oder? Dass die beiden, das 12 Volt Gerät und das 18 Volt Gerät, genauso viel kosten bzw. sogar teurer sind, in dem Fall zu Flex. Ganz wichtig, alle Geräte sind solo, die 3 hier sind im Koffer, der ist sogar ohne Koffer für diesen Preis. Und lass uns das Gerät einfach mal anschauen, weil theoretisch gibt es nicht so viel, aber dann doch an den Geräten zu sagen. Wenn wir uns das Flex-Gerät anschauen, sehen wir hier erst einmal, nehmen wir erstmal den Akku raus. Sekunde. Oh, Akku raus. So, jetzt haben wir hier noch die Absaugung, die wir abnehmen können. Oh, das ist so ein bisschen, wollen wir so richtig machen. Also, das ist das Gerät. Ja, schön klein und handlich und übrigens ist mir das ganz, ganz wichtig. Es gibt ja Exzenterschleifer, die hier so einen riesigen Klotz aufbauen, immer so höher aufbauen. Ja? Das macht keinen Spaß, sondern wir haben hier wirklich eine neue Generation von Exzenterschleifern, mit denen es allgemein richtig Spaß macht zu arbeiten. Mit wem am meisten werden wir am Ende sehen und ich bin über eure Kommentare gespannt. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ist eure Meinung zu den Geräten und falls ihr sie schon ausprobiert habt, was ist denn eure Erfahrung? So, jetzt gucken wir uns den Flex mal ein bisschen genauer an. Übrigens, was mir auffällt, ist, dass er hier so einen gewissen Widerstand hat. Hört ihr das? Ja, das ist hier bei den anderen hier überhaupt nicht. Bei dem hier minimal, aber auch ein bisschen. Ja, hier auch ein bisschen. Aber bei dem ist es deutlich höher. Weil je höher der Widerstand ist, umso mehr Akku wirst du ja verbrauchen. Aber das ist nur meine Meinung. Oder eine Theorie vielleicht sogar nur. So, wenn wir uns das anschauen, die Geräte alle kannst du eigentlich nur mit Absaugung benutzen. Und ja, ich weiß, Diskussion, wir haben eine Absaugung dran, aber warum denn kein Kabelgerät? Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich persönlich arbeite sehr gern auch mal mit einem Staubsack, sodass ich sage, na komm, ich kann jetzt unabhängig mal irgendwo schnell mal arbeiten. Aber bevor wir zum Thema Staubsack kommen, wir haben hier eine Absaugung, die Absaugmöglichkeit, die wir hier anstecken können. Ja, so und zack, dann ist sie drauf. Hält hier auch sehr stabil, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, haben wir noch eine kürzere Absaugung, wenn das für dich besser taugt, je nachdem, was für dich besser ist, oder einen Staubsack. Ja, auch den können wir hier wirklich sehr leicht ran und abtun. Ja, und zack, schon ist er dran. Jetzt musst du aber immer eine Sache bedenken, so ein Staubsack ist halt so eine Sache. Ja, ist halt wirklich so eine Sache, weil er filtert nicht gut, also nicht so wirklich gut. Es kommt natürlich immer noch ein bisschen was raus und den sauber machen, weiß ich nicht. Ja? Weil hier so auspusten oder ausklopfen und das hier irgendwie rauskriegen, das macht keinen richtig großen Spaß. Das sei nur gesagt. So, den lasse ich jetzt hier mal drauf und jetzt gucken wir uns das Gerät mal weiter an. Wenn wir uns das jetzt hier mal vorne anschauen, wir haben hier den einen Ausschalter und hier können wir die Geschwindigkeit wählen. Und jetzt zeige ich euch mal was, beziehungsweise lasst euch mal was hören. So, ich mache es einfach mal an und dann hört ihr, glaube ich, was ich meine. Das ist echt laut. Das heißt, das Gerät selber ist von der Bedienung her eigentlich ganz cool, aber er vibriert hier hinten und schaukelt sich so ein bisschen hoch. Dann hörst du, wie der Akku da drin so dieses... Ja, im Grunde ist es das nur auf einer höheren Frequenz. Ja. Übrigens, welche Frequenz wir haben hier ja bei Flex 10.000 Umdrehungen im Leerlauf. Ja, also wir hören jetzt auch gerade 10.000 Umdrehungen und gleich wirst du Folgendes hören. Die Minimumdrehzahl sind 4.000. Jetzt zeige ich dir mal was. Nur vom Gehören. Du hörst, er wird ein bisschen langsamer und dann kommt das Schleifgeräusch dazu
und schon wird es ein bisschen lauter. Aber allgemein ist er schon ordentlich laut. Wenn wir uns das Gerät hier vorne anschauen, wir können jetzt hier die Geschwindigkeit noch einstellen, ja? Von klein zu hoch. Und dann geht es auch schon los. Ja. Das ist der Flex. Allgemein, er hat eine gewisse Höhe. Das ist deutlich höher als zum Beispiel das Gerät von Milwaukee. Jetzt denkt man, ey Sebastian, das sind 2 cm. Die 2 cm merkst du, bin ich zumindest der Meinung. Aber schauen wir mal weiter. Hier bei Milwaukee haben wir ein komplett anderes System. Erst einmal haben wir eine Sache, die ist richtig verstehe ich so gar nicht. Nämlich, wie wechsle ich hier den Akku eigentlich? Jetzt denkst du, hä, was Sebastian? Zieh doch einfach den Akku raus. Ja, warte. Oh, ich weiß nicht warum, vielleicht ist auch nur unser Gerät, aber das ist richtig straff. Also so straff habe ich das noch nie beim Gerät gesehen. Aber ich glaube, es hat einen Grund. Wir kommen gleich dazu. Das hat, glaube ich, einen Grund. Wir stecken es nochmal rein. Man merkt es auch. Ja. Oh, jetzt ging es schon ein bisschen besser. Mit 5 Ampere ist es richtig blöd, weil wir haben jetzt das Problem, dass wir hier so ein bisschen umgreifen und hier ist die Absaugung jetzt im Weg. Und jetzt müssen wir hier so ein bisschen fummelig hier so hin tun und dann kriegen wir ihn raus. Und jetzt kommt der Grund, warum das, glaube ich, so straff ist. Wir haben hier innen drin eine Gummierung. Das kenne ich so gar nicht. Ja, das haben eigentlich kaum andere Geräte. Und wenn ich jetzt aber Folgendes mache, ich mache das Gerät einfach mal an. Ja, an geht es, indem ich das hier länger drücke. Jetzt sehe ich hier auch den Akkustand von dem Akku hier angezeigt. Geschwindigkeit stelle ich hier ein, habe ich jetzt hier auch auf Maximum gestellt. Und jetzt hört ihr Folgendes. Der Akku vibriert überhaupt nicht. Allgemein haben wir hier auch eine sehr, sehr geringe Eigenvibration. Das Interessante ist ja, bei Flex haben wir hier einen Schwingkreisdurchmesser von 5 mm. Das heißt also, er hat schon ordentlich Abtrag oder soll das zumindest haben. Übrigens, schaut ihr mal Folgendes, wir haben das Ganze ja auch getestet. Ja? Da kommen wir auch gleich dazu, was sind die Testergebnisse. Und hier bei Flex auf jeden Fall 5 mm. Wir haben hier bei Milwaukee auch 5 mm und sogar 12.000 Umdrehungen im Leerlauf, was richtig krass ist. Und trotzdem ist das die maximale Lautstärke. Für euch nochmal ein Unterschied. Riesenunterschied und übrigens auch, du hörst es auch beim Arbeiten. Riesennachteil von dem Gerät ist aber das, was du übrigens auch gerade gesehen hast. Fertig. Das ist ätzend, das finde ich wirklich ätzend, weil normalerweise, wenn du irgendein Gerät hast, fertig, Ende aus, Mickey Mouse. Und die gehen alle anderen 3, sind sehr schnell zu Ende, damit du es irgendwo auch wieder hinstellen kannst. Bei dem musst du immer warten. Gerade, also du könntest jetzt sagen, naja, stelle ich mir hier so hin, ja, aber die andere Sache ist, du hast ja auch vielleicht einen kleinen Akku drin. Also das ist echt merkwürdig, also wie lange das Ganze nachläuft. Aber egal. So, ich habe es euch auch schon im Wesentlichen gezeigt. Das Wichtige ist hier aber die Bedienung. Du kannst hier die Geschwindigkeit hier vorwählen. Das heißt, ich nehme es jetzt mal wirklich auf das Maximum. Und jetzt kann ich hiermit aber auch immer noch die Geschwindigkeit so ein bisschen variieren. Ja. Damit kann ich jedes Mal, würde ich sagen, das ist die Geschwindigkeit. Jetzt sind wir mal ehrlich. Übrigens, das System kennen wir zum Beispiel von Mirka. Mirka hat ja so ein ähnliches System schon vor vielen, vielen Jahren rausgebracht. Metabo hat das Gerät ja auch. Und da ist es so, dass du sehr handlich dann hier anfassen kannst, sehr schön greifen kannst und hältst ihn einfach nur fest, indem du hier da drauf drückst. Das ist sehr intuitiv. Das heißt, du musst ihn nicht ein- und ausschalten, sondern du kannst jedes Mal einfach anfassen, losarbeiten, musst keinen Knopf drücken. Ich mag das total. Und wir müssen jetzt auch mal über das Thema Gewicht sprechen. Denn das Gerät hier ist irre leicht. Also wirklich leicht. Und das macht für mich einen riesen Unterschied. Gerade beim Arbeiten mit Exzenterschleifer möchte ich gerne ein leichtes Gerät haben, weil es mir noch eine bessere Handhabung ermöglicht. Jetzt habe ich aber hier bei dem Gerät Folgendes. Ich habe ein Gewicht ohne Akku von 1 Kilo bei dem. Uiuiui. Aber das ist auch der Nachteil. Ja? Du kannst sehr, sehr schnell, dass du hier mal raufkommst. Immer ausschalten. So, wir haben hier 1 Kilo Gewicht. Mit Akku sind wir bei 1,2 Kilo. Alle anderen Geräte sind schwerer. Wir blenden dir die Gewichte auch mal da ein, dass du es dir alles mal anschauen kannst. Aber du siehst hier Folgendes, nämlich wir haben ohne Akku überall ein höheres Gewicht.
Das ist krass. Das heißt also, wir haben wirklich ein super leichtes Gerät. Auch mit Akku blenden wir es dir auch mal hier drüben ein. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gerade hier bei dem sind wir bei 2 Kilo. Das merkt man dann schon. Natürlich ist immer die Frage, hast du einen riesen Akkuklotz, wird es nochmal deutlich schwerer. Sei es drum. Aber ich glaube, du weißt so grob, wo ich hin möchte. Und übrigens ist das Ganze gemessen hier mit dem kleinen 3 Ampere-Stunden und nicht mit dem 5er, ja, das Gewicht. So. Wenn wir uns ihn anschauen, haben wir übrigens hier nochmal Folgendes. Wir haben ja hier die Absaugung zur Seite und das ist ein Riesenthema. Das heißt, wir können hier den Schlauch zur Seite führen, ja, je nachdem, wie du es gerne hättest, aber wir hätten auch die Möglichkeit, den Schlauch zur anderen Seite zu führen. Das heißt, wir haben einen anderen Adapter dabei, nämlich den hier, um das festzumachen und zur anderen Seite es rauszuführen. Das heißt, du sagst mir, ich möchte rechts oder ich möchte links haben. Ganz cool, machst du hier mit geliefertem Spezialschraubendreher, nee, ist ein Innensechskant, kennst du. Hier haben wir noch den Adapter für den Sauger, das können wir einfach aufstecken, ja, und schon ist der Sauger dran. Das funktioniert alles soweit. Und jetzt haben wir eine Sache, da müsst ihr mir helfen, und zwar das Thema Schleifteller. Wir haben im Lieferumfang diesen Schleifteller mit dabei. Da müssen wir noch nicht helfen, sondern gleich. Wir gucken uns mal eine Sache an, nämlich können wir hier auf diesen Knopf drücken. Moment, zack. Jetzt ist das hier arretiert und jetzt kann ich einfach diesen Schleifteller so hier runternehmen. Bei allen anderen Geräten hier, die wir haben, muss ich in der Mitte eine Schraube lösen. Ja, ich brauche also extra nochmal Werkzeug machen und tun. Hier geht es einfach sehr schnell und wir können hier auch die Arretierung uns sehr schön anschauen. So, jetzt ist es offen. Jetzt kann ich das hier hochheben und dann macht es zack, hier arretiert. Coole Sache. Und jetzt könnte ich den mitgelieferten zweiten Schleifteller rauf tun und zwar genau den hier. Und wir zeigen euch den mal auch in der Großaufnahme und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wozu das da sein soll, weil was machst du damit? Weil das hier ist ja das, was normal ist. Wir haben jetzt hier einen normalen, einen ganz normalen Schleifteller. Das heißt, ich habe hier einen wahrscheinlich mittelharten oder harten Schleifteller. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum soll ich überhaupt hier irgendwas tauschen? Normalerweise ganz einfach aus folgendem Grund. Das hier ist ein Schleifteller, der eine gewisse Härte hat. Wenn du jetzt sagst, ich habe ein anderes Material, ich brauche einen weicheren oder einen härteren Teller, dann kannst du den Teller natürlich tauschen. Dafür ist das da. Oder wenn er mal kaputt ist. Aber ich habe hier einen zweiten Schleifteller dabei. Das sieht erstmal von der Härte her identisch aus. Ja, hier steht ja auch drauf hart, hier steht auch drauf hart, aber der hat so eine Lederoberfläche. Das sieht wirklich so ledrig aus. Normalerweise habe ich ja das hier, Klett, um hier mein Schleifpad drauf festzumachen. Und ihr schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das so ist. Ich weiß es wirklich nicht. Hier kann ich ja nichts festmachen. Oder nehme ich den so? Oder was mache ich denn da? Oder habe ich irgendwie ein Schleifmittel, was dann automatisch vielleicht sich dran hält? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich zeige euch aber jetzt mal, wie es wieder dran geht. Super einfach. So und drauf. Und jetzt sehen wir gleich. Zack, fest und das war's. Und schon kann ich wieder losarbeiten. Finde ich eine coole Sache. Sehr, sehr handliches Gerät. Wie er sich schlägt gegen die anderen im Test, da kommen wir gleich dazu. Kommen wir zu Bosch. Inzwischen schon eigentlich ein Klassiker. Bei Bosch ist es so, dass wir hier vom Bedienkonzept eigentlich ein ähnliches System haben. Wir können es schön ordentlich hier oben greifen. Sehen hier, wir haben hier einen Ausschalter, ist klar. Und dann haben wir hier oben aber Folgendes. Wir sehen jetzt erst einmal, wie voll ist der Akku. Da können wir nichts einstellen, sondern wir können jetzt aber die Geschwindigkeit einstellen. Ich kann das hier jetzt runterstellen oder hochstellen, ja, und schon ist es eingestellt. Also ich habe kein Drehrädchen mehr, das ist alles über die Knöpfe. Und wenn ich jetzt weiterarbeite, dann springt ihr wieder um auf die Akkuanzeige. Das heißt, ich sehe immer, wie voll ist mein Akku denn eigentlich. Natürlich könnte ich jetzt hier auch am Akku rumdrücken, aber während ich arbeite, sehe ich es halt einfach. Finde ich eine coole Sache. Mehr kann ich hier auch nicht einstellen. Was ich aber habe, ich habe hier die Absaugung, hier natürlich auch nur zu einer Seite rausgeführt, und zwar zur Seite. Und ich muss sagen, ich persönlich bin kein großer Fan der seitlichen Absaugung, wenn da ein Schlauch dran ist. Weil ich habe dann immer eher so ein seitliches Gefühl, dass sich mich da ein bisschen runterzieht. Das ist mir übrigens bei beiden hier aufgefallen, dass wenn ich es in der Benutzung habe, dass es eher so ein bisschen seitenlastig ist. Wenn es nach hinten geht, ist es ein bisschen einfacher. Was man aber bei Bosch sagen muss, Bosch hat ja auch verschiedene Patronen, die wir hier ranstecken können, und Filtersäcke, die wir hier ranstecken können, um entsprechend dann hier damit zu arbeiten. Ja? Da gibt es ja auch verschiedene Lösungen inzwischen. Ansonsten ist zu dem Gerät eigentlich gar nicht so viel zu sagen, außer wir schalten ihn mal an, weil wir hatten ja schon vorhin die Akkuthematik. Wie laut ist der eigentlich? Moment.
War meine Schuld. Wenn der Akku nicht perfekt arretiert ist, dann neigt er dazu, rauszuspringen. Das haben aber alle gleich. Naja gut, der Milwaukee nicht. Aber glaube ich, du weißt, was ich meine. Aber nochmal, wir hören das. Ein schönes, angenehmes Geräusch. Eigentlich, wenn man das angenehm bezeichnet, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Und nicht so, wie es bei Flex vorhin war. Wobei man immer ganz klar sagen muss, mit dem Exzenter zu arbeiten, ist allgemein laut. Das ist halt einfach so. Ja? Aber er ist schön arretiert, das funktioniert. Habe ich gerade gereimt? Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir uns jetzt eine Sache anschauen, wir haben hier nur einen 3 mm Schwingkreis. Bei den beiden hatten wir ja 5 mm und deswegen haben wir auch nochmal getestet, kommen wir gleich dazu. Und bei Festool haben wir, glaube ich, gleich ja auch nur 3,5 mm, also auch einen kleineren Schwingkreis, dadurch einen geringeren Abtrag. Oder nicht? Wir werden es gleich sehen. So, das ist das Gerät von Bosch. Gehen wir mal weiter. Nee, eine Sache fehlt noch. Und zwar, es gibt ein Zubehör. Und zwar das hier, das ist der Kantenschutz. Den haben wir hier bei Milwaukee nicht dabei. Und zwar haben wir hier, und auch bei Flex nicht dabei. Und zwar können wir jetzt Folgendes machen. Wir setzen den hier einfach mal ein. So und so. Jetzt haben wir hier einen Kantenschutz mit drauf, sodass wir, wenn wir an irgendeine Kante rangehen, ja, die Kante nicht kaputt schleifen, sondern wir können schön bis rangehen an die Kante und haben noch so einen Millimeter, 2 Millimeter Abstand, sodass wir die aufrechtstehende Kante nicht beschädigen oder Ähnliches damit machen. Und das ist vor allem auch sehr schnell dran, sehr schnell ab, gar kein Problem. So, jetzt kommen wir zu Festool. Bei Festool ist es so, gibt es auch den Kantenschutz, habe ich leider heute gerade nicht da. Was wir aber schon da haben, ist das hier, nämlich wir können hier den Staubbeutel oder Staubsack hier mit dran tun oder natürlich eine Absaugung, die es da passend gibt. Und hier haben wir aber eine große Besonderheit, nämlich hier haben wir Licht. Endlich mal geht uns hier ein Licht auf. Wir sehen das nämlich genau hier. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen den anderen 3 Geräten. Denn wenn ich das hier jetzt hinstelle, ist es so, dass ich hier ganz genau die kleinen, durch die Schattenbildung so kleine Risse, kleine Dellen oder so sehe, sodass ich genau sehe, wo muss ich denn jetzt noch lang schleifen oder wo ist es jetzt schon perfekt. Ihr kennt das ja häufig vom Schleifen. Ihr schleift, seid fertig, kommt 10 Minuten später wieder und dann denkt ihr, die Sonne, Licht, irgendwas steht anders. Warte mal, wo kommt denn der Kratzer her? Der war eh noch nicht da. Doch, war er schon. Du hast ihn einfach nur nicht gesehen. Und das ist bei der neuen Generation von Festool wirklich genial, dass dieser Lichtring hier einfach integriert ist. Den kannst du, glaube ich, sogar noch heller und dunkler stellen, oder? Ja, genau. Man kann hier die Helligkeit auch noch ändern, so wie du es halt gerade brauchst. Ansonsten ist es auch derselbe Griff, relativ flache Bauform, schöner Griff, hier oben ein Aus. Wobei, ein Aus, da zeige ich euch mal was. Wir haben jetzt nämlich mal hier auch Folgendes. Wir haben hier den 4 Ampere-Stunden Akku und ich zeige dir auch mal dasselbe wie bei Flex. Das schon, echt laut. Da habe ich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich nur der 4er. Lass doch mal den 2er nehmen, der hört sich anders an. Ist es mit dem 6er vielleicht anders? Oder mit dem 5-2er besser gesagt? Ich würde sogar sagen, dass der noch am leisesten ist von allen, aber der ist am unpraktischsten, den wirst du wahrscheinlich nie auf dem Gerät drauf haben, weil er eigentlich ein bisschen zu sehr aufbaut. Denn wenn ihr mit dem arbeitet, habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass ihr so, ja, dass wir erstens seid ihr sehr kopflastig, ja, und irgendwie ist es mir hier auch ein bisschen nah am Holz dran. Wie gesagt, totaler Quatsch. Du wirst ja hier auch keinen 15 oder 12 Ampere-Stunden Akku drauf machen, sodass du wahrscheinlich mit einem 4er meistens arbeitest. Ich finde es nur ein bisschen laut und ein bisschen schade, ja, dass es auch hier so laut ist. Das Geräusch ändert sich ein bisschen. Wenn das Gerät aufgesetzt wird, dann wird er etwas leiser, genauso wie bei Flex. Ja. Aber es ist ein Unterschied zwischen den anderen beiden Geräten, muss man ganz klar sagen. Ansonsten ist es so, haben wir hier nicht viel einzustellen, außer hier hinten die Geschwindigkeit. Ja? Das ist wie bei den anderen Geräten eben auch. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu den technischen Daten. Und das ist eben eine Sache, die wirklich krass ist, denn die Leerlaufdrehzahl von allen 4 Geräten ist eigentlich identisch. Wir haben überall 10.000, außer bei Milwaukee. Da haben wir 12.000. Das heißt also, wir haben hier 5 mm Schwingkreis plus 12.000 Umdrehungen plus das leichteste Gerät. Ist doch krass. Die Frage ist, wie schlägt der sich im Test? Ist der auch der schnellste? Wir haben eine kleine Vorrichtung, wo wir hier das Brett einlegen, haben hier einen Schwenkarm, an dem das Gerät festgeschnallt ist ja quasi und haben hier auch ein Gewicht drauf. Dieses Gewicht sind so 1,7 Kilo. Wir haben es mal gemessen. Wenn du die Hand nimmst und legst sie einfach nur auf, haben wir immer so zwischen 1,5 und 2 Kilo, je nachdem welche Hand und Arm. Also haben wir uns für 1,7 Kilo hier entschieden. Wenn ich das Gerät führe, übe ich keinen Druck aus, das ist nochmal wichtig. Haben wir hier 2 Begrenzungen und dann fahren wir hin und her und wir wollten einfach mal schauen, wie lange brauchen die denn eigentlich, um so eine Fläche schön sauber zu machen.
wer hat jetzt gewonnen? Theoretisch, Milwaukee ist der ganz klare Sieger mit 1 Minute und 10 Sekunden, so in etwa. Aber man kann das nicht ganz so genau sehen, denn wir haben 1 Minute 10 bis 1 Minute 25 und das ist ja immer der Punkt, wo wir gestoppt haben, bis wir gesagt haben, naja, das Ergebnis passt so für uns. Und genau da ist auch eine Schwäche in diesem Test, müssen wir ganz klar sagen. Und ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr sagt, ich habe einen besseren Test. Und jetzt werden wir Folgendes machen, zum Thema Test, werden wir mal einen Hauptkommentar setzen. Wir schreiben mal einen Kommentar, ich habe eine bessere Testidee und da schreibt ihr alle eure Ideen mal unten drunter. Würde mich nämlich super interessieren, denn wir haben hier folgendes Problem. Wir haben hier Graphitpulver aufgetragen, weil wir gesagt haben, Lack ist noch schwieriger zu messen und wir haben das Graphitpulver hier weggeschliffen. Aber wir haben hier tiefere Rillen. Manche Holzstücke haben mehr Rillen als andere, sodass wir nicht an der richtigen Stelle mal aufgehört haben. Sodass es sehr schwer war zu sagen, genau an der Stelle ist jetzt der Test beendet. Das heißt also, auch das Gerät, was mit 1,25 jetzt am Ende das schlechteste war, wir hätten da auch schon bei 1,15 oder bei 1,12 oder bei 1,18 anhalten können, aber mit Milwaukee noch ein bisschen länger. Das war jetzt mir zu subjektiv, um zu sagen, Milwaukee hat gewonnen. Wo wir sagen können, Milwaukee hat auf jeden Fall gewonnen, Handlichkeit, Handlichkeit, Handlichkeit. Und wenn wir ehrlich sind, beim Exzenterschleifer kommt es zum großen Teil auch darauf an. Weil in der Regel ist ja nicht so, dass du sagst, so, ich schleife jetzt hier mal fertig, sondern du schleifst ja häufig relativ lang. Das kann mal 5, 10, 15, 20, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden sein, dass du vielleicht auch größere Fläche, Rundung oder sonst was schleifst mit einem Exzenter. Und dann kommt es für mich schon sehr, sehr stark auf die Handlichkeit an. Natürlich auch ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Und da haben wir hier mit 5 mm und mit 12.000 Umdrehungen schon ordentlich Geschwindigkeit. Bei Flex ist es so, dass ich die Geschwindigkeit, den Vorsprung an Geschwindigkeit nicht hier nachweisen konnte. Da bräuchte ich einen anderen Test. Deswegen schreibt unbedingt mal in die Kommentare, Mensch, ein anderer Test so und dann holen wir es sofort nach. Jetzt könnte man ja ganz kleine Kaufempfehlung aussprechen für Milwaukee, wenn Festool nicht diesen schönen Lichtring hätte. Weil der Lichtring, den wir hier haben, ist ein riesen Vorteil. Du kannst wirklich sehen, was tue ich denn hier eigentlich. Und ich finde es super schade, dass das die anderen nicht haben. Wo ist denn jetzt das Ding? Baut das da ran. Ja? Ich würde am liebsten sogar sofort so ein Nachrüstteil mir irgendwie da ran tüdeln und eine Taschenlampe oben drauf machen. Weil wenn du einmal mit dem Flex gearbeitet hast, wenn du einmal mit dem Festool gearbeitet hast, dann ist es so, du sagst erstmal ja, und dann, da hinten die Ecke sehe ich noch und dann sehe ich noch das und hier und das ist schon gut. Ja? Andererseits muss man aber auch sagen, die beiden Geräte sind schon auch wirklich handlich gute Geräte, mit denen man wirklich schön arbeiten kann. Und ihr seht, die sind wirklich sehr unterschiedlich alle und haben eine sehr unterschiedliche Charakteristik. Ihr schreibt mal unten in die Kommentare, was ist euer Liebling, denn ich muss leider wirklich sagen, ich kann mir nicht entscheiden. Ich würde es dann doch so machen, dass ich in meinem Akkusystem einfach bleiben würde. Oder, es ist nicht so einfach. Es ist einfach nicht einfach. Ich freue mich auf eure Kommentare und so lange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.